Tag, meine Damen und Herren. Es scheint mir an der Zeit, einmal ein paar ganz allgemeine Bemerkungen zum Autotest zu machen. Zunächst herzlichen Dank für die vielen Anregungen und Zuschriften, die uns in der letzten Zeit erreicht haben. Da gab es manche sehr positive Vorschläge, die wir in der Zwischenzeit auch verwertet haben. Und dann natürlich Fragen über Fragen. Und auch Bitten, wir sollten doch einmal ein Ferrari testen. Warum keine Amerikaner? Warum nicht das Coupé der und der Marke? Und dazu ist zu sagen, wir wählen die Fahrzeuge zum Test nach 3 verschiedenen Gesichtspunkten aus. Zunächst einmal technische Neuerungen und Besonderheiten. Unter diesen Titel fielen zum Beispiel die Tests vom Austin 1100 oder vom NSU Wankel Spyder. Dann die Zulassungsziffer in Deutschland, wohl der wesentlichste Gesichtspunkt überhaupt, und außerdem Neuerscheinung da und dort. Und so müssen Sie bitte dafür Verständnis haben, dass wir natürlich nicht die Coupé-Version, das Cabriolet oder den Amerikaner oder gar den Ferrari für Sie testen können, denn das wäre wahrscheinlich weitgehend eine Spielerei ohne ernsten Hintergrund. So, das war Punkt 1. Punkt Nummer 2, unsere Tests werden mit der größten Genauigkeit, die überhaupt möglich ist, durchgeführt. Die exakte Messung steht am Anfang und auch am Ende. Ob es sich um das Bremsen, um die Beschleunigung, den Verbrauch oder die Windversuche handelt. Und dabei versuchen wir immer eine absolute Parität der Versuche der einzelnen Fabrikate unter sich durchzuhalten. Und ich glaube, es ist uns bisher auch gelungen. Die Automobilindustrie präsentiert heute für Sie ein sehr umfassendes Angebot, das dadurch noch verfeinert und vergrößert wird, dass die Sonderausstattung heute ein Detail ist, das sehr gefragt immer im Vordergrund stehen kann. Trotzdem, wir müssen uns für die Normalausstattung entscheiden. Wir nehmen nicht den Typ mit der automatischen Kupplung oder mit dem Schiebedach, denn wir müssen eine Basis finden, die für alle Fahrzeuge gleich ist. Und so auch in unserem heutigen Test. Wir beschäftigen uns mit dem Opel Rekord 1500, ohne Details, ohne Schiebedach, ohne Sonderausrüstung, ganz normal, wie er für 6.980 Mark die Fabrik verlässt. Die 1,5 Liter Maschine ist eine wirklich moderne Konstruktion, übersichtlich im Aufbau, drehzahlfest. Bei 1492 Kubikzentimetern und einer Verdichtung von 8,2:1 leistet die Maschine 60 PS. Sie ist ausgerüstet mit einer 5-fach gelagerten Kurbelwelle und einem Fallstromvergaser, dessen Starthilfe noch mit der Hand betätigt werden muss. Die Batterie hat 12 Volt. Bei Opel hat man einen neuen Motor konstruiert, aber es kam keine neue Karosserie. Die Form des Wagens ist nun zwar keineswegs veraltet, auch wenn die seitlichen Fenster in ihren Höhenabmessungen die Gürtellinie des Wagens sehr hoch erscheinen lassen. Aber eine neue Karosserie ist nicht immer nur eine Frage der Mode, sondern darüber hinaus ein sehr wesentlicher marktpolitischer Gesichtspunkt, dem Opel in der letzten Zeit offensichtlich nicht allzu viel Augenmerk schenkte. Der Motor ist trotz größerer Leistung im oberen Drehzahlbereich elastisch geblieben. Eine Leistung, die man allerdings mit erhöhtem Benzinverbrauch bezahlen muss. Auf ebener Landstraße und bei einem Durchschnitt von 75 Kilometern verbraucht der Rekord 13,5 Liter. Im Kurzstreckenverkehr sind es 13,8 Liter und auf der Autobahn bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 Kilometern laufen 12,6 Liter durch den Vergaser. Das ergibt einen Testverbrauch von 13,3 Litern. In den Tank gehen nur 45 Liter. Eine Vergrößerung des Volumens wäre durchaus angebracht, denn bei ca. 310 Kilometer Aktionsradius mit einer Tankfüllung bleibt der Wagen unter dem Durchschnitt. Im Stadtverkehr wird man im Allgemeinen den 3. Gang benutzen. Es fällt übrigens sofort auf, dass der Rekord eine verhältnismäßig niedrige Frontscheibe hat. Trotzdem ist die Sicht nicht behindert. Das Gleiche gilt übrigens für alle Seiten. Das Fahrzeug ist durchaus handlich.
wenngleich das Manövrieren auf engstem Raum durch einen Wendekreis von 11 Metern und 80 Zentimetern nicht gerade erleichtert wird. Wie das in dieser Kategorie erfreulicherweise seit einiger Zeit üblich geworden ist, ist der Wagen vorne mit Scheibenbremsen ausgerüstet. Er hat zwar in seiner Normalausführung keinen Bremsverstärker, trotzdem erfordert eine scharfe Bremsung keinen allzu hohen Pedaldruck. Die Bremsen machen einen guten Eindruck, der Wagen bleibt sauber in der Spur. Aus einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern bis zum Stand beträgt der Bremsweg 50 Meter und 25 Zentimeter. Die Armaturen sind sinnvoll angeordnet. Die Schalter und Knöpfe liegen in bequemer Reichweite des Fahrers. Die Belüftung des Wagens bewegt sich an der unteren Grenze des Positiven. Seine Heizung ist ausreichend. Die horizontale Skala des Tachometers liegt gut im Blickfeld. Die ganze Instrumentierung verdient das Prädikat praktisch und übersichtlich. Unter dem Armaturenbrett sieht es erheblich weniger ordentlich aus, während man an der Oberkante durch eine weiche Polsterung eine Andeutung der sogenannten inneren Sicherheit finden kann. Dem gleichen Thema dient auch die handliche Sitzverriegelung, die außerdem den Vorzug hat, dass beim zweitürigen Modell die Passagiere bequem einsteigen können. Ansonsten ist die Sitzlehne nicht verstellbar. Das Fahrzeug bringt 987 Kilo auf die Waage. Das ergibt ein nicht ungünstiges Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Der Beschleunigungswert von 0 auf 100 mit 18,1 Sekunden entspricht so dem guten Durchschnitt. Erster positiver Eindruck beim Fahren kommt von der Lenkung. Sie geht leicht, sie gibt dem Fahrer ein gutes Gefühl für die Straße, sie ist richtungsstabil, mit einem Wort, sie ist tadellos. Der Wagen wurde zwar sicher nicht zu sportlich schnellem Fahren konstruiert, aber er besitzt auch in Grenzfällen angenehme Eigenschaften, denn er kündigt seine Reaktionen rechtzeitig an und gibt keine Rätsel auf. Dieser Eindruck stammt nun keineswegs nur von der gegenüber früheren Modellen härteren Federung. Er ist messbar. Opel hat bei den Rekordmodellen die hintere Spur verbreitert. Das hat zum einen den Effekt, dass das Fahrzeug im Gesamten einen kräftigeren Eindruck macht. Die Karosserie rechts und links nicht mehr so weit überhängt. Andererseits ergibt diese Spurverbreiterung ein besseres Fahrverhalten in der Kurve. Die harte, fast sportlich zu nennende Federung, mit der man dem seitlichen Neigen der Rekordtypen begegnen wollte, hat natürlich auch ihre Nachteile, zumal ihre Wirkung durch eine ebenfalls harte Dämpfung noch verstärkt wird. Die hintere Stachachse mit Längsblattfedern kommt leicht ins Trampeln. Die vordere Radführung mit doppelten Querlenkern, Schraubenfedern und einem Stabilisator ist zumindest für extrem schlechte Wegstrecken die konstruktiv bessere Lösung. Das Verhalten des Wagens ist übrigens noch weitgehend von seiner Belastung abhängig. Mit 3 oder 4 Personen besetzt, nimmt das Fahrzeug harte Unebenheiten besser auf. Hier unser Versuch mit dem Seitenwind. Die 16 Gebläse liefern auf einer Länge von 32 Metern einen Seitenwind mit 100 Kilometern Geschwindigkeit. Mit dem gleichen Tempo fahren wir durch diesen Wind. Dabei ist die Lenkung blockiert, das heißt, die Abweichung wird nicht korrigiert. Der Rekord gerät genau 3,20 Meter aus der Spur. Das ist ein durchaus passabler Wert, der dem guten Durchschnitt entspricht.
Man wird bei uns kaum solche Wassermengen auf der Straße finden, aber trotzdem hat auch dieser Versuch einen ganz bestimmten Zweck. Er soll zeigen, ob die Karosserie nach unten hin dicht ist und ob die Zündanlage durch Wasser nicht außer Betrieb gesetzt wird. Beide Prüfungspunkte geben keinen Anlass zur Beanstandung. Die Opel-Modelle machten schon von jeher keine allzu großen Schwierigkeiten beim Kaltstart. Auf minus 10 Grad abgekühlt springt der Wagen im Handumdrehen an. Vieles im Automobilbau ist durch den Gesetzgeber ganz klar geregelt. So zum Beispiel das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeuges. Beim Opel Rekord 1500 liegt es bei 1420 Kilo. Sie können also rund 455 Kilo zusätzliche Last mitnehmen. Setzen wir den Fall 4 Personen, 70 oder 75 Kilo, dann bleibt noch für den großen Kofferraum ein Rest von rund 155 bis 175 Kilo. Der Kofferraum sehr geräumig und sicher auch sehr leicht zu beladen. Der Kofferraum des Opel Rekord bietet mehr Platz, ist also größer als bei der vergleichbaren Konkurrenz. Aber Vorteile bringen meistens auch Nachteile mit sich, auch in der Automobilindustrie. Und beim Opel sieht es so aus, wenn Sie den Kofferraum wirklich vollgeladen haben, dann schauen Ihre Scheinwerfer bei Nacht in den Himmel, blenden den Entgegenkommenden und das scheint mir die Kehrseite der Medaille zu sein. Es ist den Konstrukteuren in Rüsselsheim mit ihrem neuen Motor nicht nur gelungen, die Leistung zu steigern und damit einen modernen Motor für kommende Zeiten parat zu haben, man hat auch Wege gefunden, den Geräuschpegel in annehmbaren Grenzen zu halten. 75 Phon ergibt die Messung bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern auf Betonfahrbahn. Bei hoher Geschwindigkeit nehmen dann naturgemäß die Windgeräusche erheblich zu. Der dritte Gang reicht bis maximal 110 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit liegt knapp über 140 Kilometer pro Stunde. Es gibt für die Rekordtypen nicht nur verschiedenartige Übersetzungen, verschiedene Motoren, die Wahl zwischen einer automatischen Kupplung und einem vollautomatischen Getriebe. Es gibt einen Riesenkatalog zusätzlicher Ausrüstungen, die vom zweiten Innenspiegel bis zu Stoßstangenhörnern reichen. Diesen Katalog zu studieren, ist eine Beschäftigung für lange Abende. Wir halten uns, wie gesagt, an die normale Ausrüstung, bei der folgende Kosten entstehen. Für die Steuer 216 Mark im Jahr. Versicherung 420 Mark im Jahr. Dazu kommt der von uns vermittelte Testverbrauch von 13,3 Litern pro 100 Kilometern. Bei 20.000 Kilometern im Jahr ergeben sich so nach unseren Unterlagen 11,2 Pfennige pro Kilometer. Jedes Gesamturteil, meine Damen und Herren, über einen Wagen hängt von den verschiedensten Gesichtspunkten ab. Da haben wir zunächst einmal die Relation zwischen Preis und Gegenwert, dann die Möglichkeit des Vergleichs. Was beispielsweise bei einem Rolls-Royce eine sehr schlechte Sache sein mag, ein Minuspunkt, kann bei einem Wagen dieser Kategorie eine außergewöhnlich gute Geschichte sein. Sie verstehen sicher, was ich meine. Ein Mann, der das Sportliche liebt, die technische Extravaganz, das Detail mit Pfiff, der wird sich mit Sicherheit nicht einen Opel Rekord kaufen. Und ich glaube, der Wagen wurde auch für ihn gar nicht gebaut, sondern ganz im Gegenteil für die große Masse der Fahrer, die einen guten Gebrauchswert erhalten wollen. Ein Wagen, der relativ sparsam ist, der zwar die Ansprüche
der technischen Besonderheit keineswegs erfüllt, der aber im Alltagbetrieb genau das bringt, was man von ihm verlangen kann. In jedem Fall finden Sie in dem Opel Rekord 1500, der ja in den verschiedensten Variationen geliefert wird, ein Fahrzeug, das dem Alltagsbetrieb durchaus gerecht wird.